Schmerzen an der Außenseite der Hüfte kommen sehr häufig vor. Nicht selten hat man Schwierigkeiten darauf zu liegen, abends darauf zu schlafen wird ganz schwierig oder wenn man jetzt halt Kniebeugeübungen macht oder Übungen, wo man jetzt aktiv auf der Seite jetzt halt Belastung drauf hat, generieren Schmerzen. Diese Schmerzen können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Manchmal können die von der Lendenwirbelsäule kommen oder von anderen Gelenken und der Umgebung. Aber nicht selten ist das Hauptproblem, dass entweder der Schleimbeutel, der in dem Bereich ist, entzündet ist oder die Sehnen von der Muskulatur, die dort an den Knochen ansetzt, dass er eine Überbelastung hat. Und diese Schmerzen sind verursacht durch ein Ungleichgewicht zwischen der Belastung und der Belastbarkeit. Das heißt, diese Strukturen, die haben nicht so eine gute Belastbarkeit, entweder weil man tagsüber sich kaum bewegt, weil man sich schlecht ernährt oder schlechtere Haltungen grundsätzlich annimmt oder zu wenig im Alltag bewegt. Und die Belastbarkeit, das heißt, dein Job fördert jetzt von dir, dass du dich viel beugst und viel hochkommst oder dass du danach dein Training im Fitnessstudio vielleicht ein bisschen zu viel machst. Um das wieder in Gleichgewicht zu bringen, ist es wichtig, dass die Beweglichkeit von der Hüfte verbessert wird und die Muskulatur, die dieses Gelenk stabilisiert, wieder aktiv wird. In diesem Video zeige ich dir ein paar Übungen, wie du das alles wieder hinbekommst. Das heißt Flexibilität, Mobilität und Kräftigung von der Gesäßmuskulatur. Mein Name ist Wisner und wir legen jetzt los mit der ersten Übung. Für die erste Übung ist es das Ziel, dass du die Beweglichkeit von deiner Hüfte jetzt ein bisschen verbesserst. Das heißt, du legst sie erstmal auf den Rücken und ziehst dann unterhalb von der Oberschenkel das Bein zu dir ran, so weit wie es geht, und dann wieder strecken. Zu dir ranziehen, so weit wie es geht, und dann wieder strecken. Und diese Bewegung wiederholst du erstmal 15 Mal. Komplett zu dir ranziehen und wieder strecken. Nachdem wir jetzt halt in der Beugung gearbeitet haben, wirst du jetzt halt deinen Fuß auf dein gegenüberseitiges Knie legen. Das heißt, du machst so eine Viererbewegung. Das Knie drückst du nach außen. Und du versuchst jetzt, deinen Unterschenkel zu greifen. Und in dieser Haltung ziehst du das Bein nochmal zu dir ran. Hauptsächlich soll die Kraft jetzt vom Fuß gerichtet sein. Und dann wieder zurück. Dass du in der Hüfte so eine Außendrehung bekommst. Und auch hier versuchst du erstmal 15 Wiederholungen machen. Zu dir komplett ranbringen, soweit wie es geht. Der Fokus ist hauptsächlich jetzt am Sprunggelenk, an den Unterschenkel und ein bisschen weniger am Knie. Du hältst das Knie nur dagegen, damit es nicht Richtung Brustkorb abweicht, sondern immer schön nach außen bleibt. Wenn du jetzt diese Übung fertig hast, dann gehen wir an der Streckung von der Hüfte. Und dafür musst du dir jetzt einmal auf den Bauch legen. Nachdem du die beiden Übungen auf dem Rücken gemacht hast, drehst du die jetzt einmal auf den Bauch und dafür wirst du jetzt noch ein zusätzliches Handtuch brauchen. Dieses Handtuch legst du dir jetzt ungefähr auf deine Oberschenkel, nicht auf die Kniescheibe, und versuchst in dieser Haltung deinen Oberschenkel zu dir zu ziehen. Und dann wieder locker lassen. Zu dir zu ziehen und wieder locker. Wenn es dir zu schwer ist, dein Knie so zu greifen, kannst du auch ein Badehandtuch nehmen. Das machst du jetzt einmal auf deinen Unterschenkel, so nah wie möglich vom Fuß, und dann ziehst du es zu dir ran. Und auch hier 15 Wiederholungen. Eine Serie, 15 Wiederholungen. Achte darauf, dass du nicht in Hohlkreuz kommst bei der Übung. Nachdem du die komplette Beweglichkeit auf die eine Seite gearbeitet hast, wo du die Beschwerden hast, kannst du auch die gleiche Übungen machen auf der anderen Seite, wo du keine Beschwerden hast. Diese Übungen fördern die Beweglichkeit von der Hüfte. Du sollst es die einmal
auf die Seite machen, wo du die Beschwerden hast. Aber selbstverständlich profitiert die andere Seite genauso davon. Das heißt, wenn du noch extra Zeit hast, mach das gleiche Programm auch auf die gesunde Seite. Nachdem wir an der Beweglichkeit gearbeitet haben, gehen wir jetzt zu unserer nächsten Übung. Und da geht es jetzt um die Dehnung der Muskulatur. Für die nächste Übung ist es unser Ziel, dass wir die Hüftbeugemuskulatur, dass wir die dehnen. Im idealen Fall würdest du jetzt diese Übung im Kniestand machen. Wenn du aber Beschwerden hast an den Knien, zeige ich danach noch gleich eine Alternative dazu. Du fängst jetzt halt die Übung mit deiner gesunden Seite an. Das heißt, wenn ich jetzt auf der linken Seite Beschwerden habe, werde ich jetzt auf die rechte Seite anfangen. Das linke Seite stelle ich jetzt auf und dann versuchst du so weit wie möglich nach hinten zu gehen mit dem Knie, damit du jetzt eine Streckung von deiner Hüfte hast. Und jetzt lehne dein Gewicht vorwärts, damit die Dehnung hier stärker wird. Wenn du die Position gefunden hast, wo du diese Dehnung spürst, dieses leichte Ziehen an der vorderen Seite von deiner Hüfte, kannst du noch zusätzlich mit deinem Rumpf nach oben gehen. Das heißt, du sorgst dafür, dass deine Wirbelsäule gerade wird, du wirst länger und versuchst nach hinten zu gehen. Dadurch wird die Dehnung noch stärker. Und dann verbleibst du in dieser Position für 20 Sekunden. Du kannst noch so eine leichte Impulse geben vorwärts, damit die Dehnung stärker wird. Und dann kommst du wieder zurück. Und diese Dehnung 3-mal à 20 Sekunden pro Seite. Du fängst mit deiner gesunden Seite an und wiederholst es danach mit der Seite, wo du deine Beschwerden hast. Und genau das Gleiche. Wie weiter du nach hinten jetzt gehst mit der Dehnung, mit der Hüfte, mit dem Knie, desto intensiver ist auch die Dehnung. Du kannst es nur in dieser Position machen. Wenn es dir noch nicht reicht, gehst du noch weiter nach oben und streckst. Wenn du aber Schwierigkeiten hast und nicht in den Knien gehen kannst, zeige ich dir jetzt eine Alternative, die du mit dem Stuhl machen kannst. Du legst jetzt das Bein ab, versuchst dabei aber jetzt mit deiner gesunden Seite weiter vorwärts zu kommen. Und jetzt legst du dein Gewicht komplett auf dem Stuhl ab, damit du diese Dehnung hast von den Hüftbeuge. Und genau wie davor kommst du jetzt mit dem Oberkörper hoch. Wie weiter du nach hinten bist, desto intensiver ist die Dehnung. Verbleibst in der Position für 20 Sekunden und kommst dann langsam wieder zurück. Und auch hier beginnst du erstmal mit der Seite, wo du keine Beschwerden hast, und danach machst du es auf der Seite, wo deine Beschwerden sind. Jetzt haben wir schon an der Beweglichkeit von dem Gelenk gearbeitet und auch an der Dehnung der Muskulatur. Die nächsten Übungen gehen darum, dass du diese Muskulatur von dem Gesäß auch stärkst. Und für die erste Übung legen wir uns erstmal auf den Rücken. Deine Ferse, die legst du jetzt ganz nebeneinander. Drehst jetzt halt die Füße ein bisschen nach außen, damit deine Knie auch ein bisschen nach außen zeigen. Und jetzt gehst du in der Brücke hoch, aber du nutzt dafür hauptsächlich das Gesäßmuskulatur. Das heißt, du spannst die Muskulatur richtig an und kommst dann hoch und langsam wieder runter. Die Ferse bleiben zusammen. Du spannst das Gesäßmuskulatur bewusst an und kommst hoch und gehst dann langsam wieder runter. Wichtig dabei ist es, dass du, wenn du jetzt runterkommst, die Bewegung bremst und nicht einfach runterfallen lässt. Du wirst diese Übung jetzt 10-mal wiederholen. Und wenn du jetzt bei dem 10. Mal oben ankommst, gibst du dann nur so kleine, leichte Impulse. 1, 2, 3, 4, 5. Und langsam wieder runter.
Es soll hauptsächlich für das Gesäßmuskulatur anstrengend sein und nicht für deine Bauchmuskulatur. Achte darauf, dass deine Schulter locker auf dem Boden bleibt und dein Kopf gut auf dem Boden liegt. Wenn du Schwierigkeiten hast, kannst du auch ein Kissen für den Nacken nehmen. Und diese Übung wirst du dann 3 Serien à 10 Wiederholungen und jeweils bei dem 10. Mal, wo du oben bist, hältst du so eine kleine, leichte Impulse. Spannst dann das Gesäßmuskulatur an. 3, 5. Und gehst dann langsam wieder runter. Du hattest jetzt gerade deine Gesäßmuskulatur gearbeitet und jetzt geht es um die Drehmuskel der Hüfte. Dafür legst du die jetzt einmal auf der Seite, legst deine Ferse aufeinander und diesen Kontakt darfst du nicht verlieren. Das heißt, deine Ferse werden die ganze Zeit aufeinander liegen. Jetzt ist dein Referenzpunkt dein Fuß, der Vorfuß, deine Zehe. Und diese wirst du jetzt nach oben drehen, Richtung Decke. Das heißt, die Knie gehen auseinander oder das obere Knie bewegt sich nach oben, aber du sollst hauptsächlich in der Hüfte eine Drehbewegung wahrnehmen. Du sollst nicht die Hüfte öffnen. Du drehst die Hüfte auseinander, dein Becken bleibt stabil, du bewegst ausschließlich die Hüfte. Die Füße oder der Fuß besser gesagt, der zeigt immer am Ende zur Decke nach oben. Diese Bewegung solltest du mindestens 15 Wiederholungen machen. Du machst dann 3 Serien, à 15 Wiederholungen. Diese Übung solltest du 3 Serien à 15 Wiederholungen machen. Wenn du auf der einen Seite fertig bist, ist es wichtig, dass du die gleiche Übung auch auf der anderen Seite machst, damit du ein Gleichgewicht erreichst zwischen rechts und links. Nachdem wir die Rotatorenmuskulatur gearbeitet haben, wirst du jetzt die Abduktoren, das heißt die Muskulatur, die die Hüfte öffnet, und dann auch die Hüftstrecker bearbeiten. Dein unteres Bein bleibt jetzt abgelegt auf dem Boden. Das obere Bein, der Fuß zeigt nach vorne. Du hebst deine Hüfte oder du hebst das Bein hoch bis 45 Grad. Achtest darauf, dass dein Becken gerade stabil auf dem Boden bleibt. Bringst dann das Bein nach unten, nach hinten und dann wieder runter. Und nochmal seitlich hoch, nach hinten strecken und wieder runter. Fast so wie ein Halbkreis. Das Bein hoch, nach hinten und seitlich wieder runter. Hoch, nach hinten und seitlich wieder runter. Achte darauf vor allem, wenn du jetzt das Bein nach hinten bringst, dass du nicht so doll im Hohlkreuz bleibst. Das heißt, dein Becken und deine Lendenwirbelsäule, die sollen ganz stabil auf dem Boden bleiben. Und auch diese Übung solltest du 3 Serien à 10 Wiederholungen machen. Hoch, nach hinten und wieder runter. Hoch, nach hinten und wieder runter. Wichtig ist es, nach der Serie, dass du dir mindestens 30 bis 55 Sekunden Pause gönnst, damit die Muskulatur sich von der Belastung wieder erholen kann. Und nachdem du die beiden Übungen auf einer Seite gemacht hast, drehst du dich um und machst genau das Gleiche auf der anderen Seite. Und für die letzte Übung geht es darum, dass du jetzt eine Kniebeuge machst. Bei der Kniebeuge wird die Gesäßmuskulatur gleichmäßig beansprucht. Und diese Übung sollst du erst dann machen, wenn die anderen Übungen davor schmerzfreier sind. Du kannst die tiefe Kniebeuge sowohl im Freien machen, aber als Orientierung dient dir ganz gut ein Stuhl. Das heißt, deine Füße kommen jetzt Gesäß ungefähr Hüftbreite auseinander. Deine Arme werden nach vorne gebracht.
Du achtest darauf, dass deine Lendenwirbelsäule oder dass deine Wirbelsäule gerade bleibt und versuchst sich dann auf dem Stuhl hinzusetzen und dann wieder hoch. So weit wie möglich nach hinten und wieder hoch. Du sollst dein Gewicht nicht auf dem Stuhl ablegen. Es dient nur zur Orientierung, wie du die Bewegung ausführen solltest. Wenn du runterkommst, achte darauf, dass deine Knie nicht in X-Bein nach außen fallen. Diese Übung wiederholst du jetzt 12 Mal. Und bei dem 12. bleibst du kurz 10 Sekunden in der Position. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 und dann wieder hoch. Machst eine Erholungsphase von 30 bis zu 45 Sekunden und dann gehst du zu der zweiten Serie. Genau das gleiche wie davor. Die Füße bleiben hüftbreit auseinander, deine Knie zeigen nach vorne und du versuchst dich wieder hinzusetzen und wieder hoch. Verlage dein Gewicht oder verteile dein Gewicht gut zwischen Ferse und Vorfuß und wiederhole es 10 Mal. Und beim 10. Mal bleibst du jetzt 15 Sekunden in der Position. Nicht hinsetzen, halten, 15 Sekunden und nachdem die 15 Sekunden vorbei sind, noch einmal nach oben. Da wirst du jetzt gut merken, wie deine Oberschenkel richtig aktiv sind. Und dann für die dritte Serie gehst du so weit wie möglich nach hinten und wieder hoch. So weit wie möglich nach hinten und wieder hoch. Und bei der letzten Serie wirst du jetzt die Bewegung an sich dynamisch 8 Mal wiederholen. Und bei dem 8. bleibst du einfach da unten sitzen. Hältst dein Gewicht, nicht ablegen und jetzt versuchst du 20 Sekunden an dieser Position zu bleiben. Irgendwann fängt die Oberschenkel richtig an zu zittern, deine Gesäßmuskulatur brennt so richtig und nach 20 Sekunden kommst du wieder hoch. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wenn du weitere Interessen hast an anderer Übung für Beschwerden, freue ich mich auf dich beim nächsten Video.